Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich kündige euch an für heute Mittag, 15 Uhr, des Sonntags-Goodie. Da habe ich wieder die Neunerlegungen oder die Impulslegungen für die verschiedenen Themen. Ich habe dabei Liebe, Beruf, Finanzen, Leben und Überraschung. Was kriegen wir, wenn wir die Karten nichts fragen? Die sind alle einzeln, die Legungen, damit ihr nicht immer spulen müsst. So könnt ihr zielgerichtetes angucken, was euch gefällt. Und jetzt gucken wir mal für den heutigen Tag, was sich hier so fürs Kollektiv als Tagesenergie zeigt. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Rückzug heute. Vielleicht spüren wir eine Begrenzung oder eine Mauer, die drückt. Etwas Lästiges kann sich aufzeigen. Die einen oder anderen haben vielleicht das Gefühl, oh, ich fühle mich heute alt oder verbraucht oder schnell genervt von irgendetwas. Man hat vielleicht bestimmte Triggerpunkte in die Vergangenheit. Man hat Themen, wo man sich fragt, bin ich fremdbestimmt? Kann ich selbst für mich leben? Wie unabhängig bin ich? Ist mein Rückzug richtig oder falsch? Kann ich mich im Rückzug besser klären? Und zugleich ermöglicht sich das so, dass du sehr ehrlich zu dir selber sein kannst. Ne? Man erkennt hier, wo man Mauern hat, die man nicht braucht. Und wo man so Aufregerthemen hat, die so schnell eine kurze Zündschnur machen, obwohl es nicht mehr sein müsste. Die Selbstständigen hinterfragen vielleicht ihre Tätigkeit, suchen neue Richtungen, überdenken, wo sie im Mangel sind oder wo es ganz gut mit der Berufung vorangeht. Ja, und dann kommt das Alltagsglück und schenkt uns hier Einblicke, wie wir auf einem kurzen Weg regenerierende Energie haben können. Wie wir auf einem kurzen Weg einen Konflikt lösen. Ja, irgendwie viel zu viel Emotion. Und wie wir einen Weg, der sich bisher nicht eröffnet hat, zum Erblühen bringen. Hier geht es, glaube ich, ich würde es euch gern ersparen, aber wir nehmen immer das, was wir kriegen, um eine größere Konfrontation mit irgendwelchen Schattenthemen. Der Klee ist dabei. Also es ist vielleicht kleiner, als man es im Kopf hat, das Problem. Es geht auch darum, auf einen kurzen Weg zu reagieren. Also die Themen, die sich zeigen, nicht dramatisch in die Länge zu ziehen, sondern sich so zu fokussieren, dass man das Ganze ziemlich klein hält. Ne? Denn hier liegt es auch immer ein bisschen selber an einem. Wenn euch die anderen nerven, zieht euch zurück. Wenn ihr euch selber nervt, geht unter die anderen. Es ist ja auf jeden Fall ein Tag, der ein bisschen Konfliktpotenzial mitbringt. Dafür aber auch ermöglicht, einen anderen Weg zu finden, irgendwie aus der Stagnation raus, in bestimmten Themen, die auch wiederkehrend sind, weil eben schicksalshaft. Ne? Wir haben den Kompromiss dabei, also es wird ein Tag, an dem wir vielleicht auch daran arbeiten, dass wir friedliche Lösungen für uns kriegen, dass wir nicht leer ausgehen, aber die anderen auch nicht, dass wir in kleinem Maße auch irgendwie Zugeständnisse machen können. Und es geht darum, ein bisschen die Möglichkeiten, die man hat, zu erkunden. Ne? Anstatt dem Sauersein und dem Grübeln und dem Frust am anderen auslassen, was durchaus durch euch passieren kann oder auch durch euer Umfeld, einfach mal positiv denken, hilft manchmal. Oder die Energie um euch herum positiver gestalten. Was weiß ich, macht euch eine Kerze an, was ihr gerne macht, dass ihr irgendwo ein bisschen Licht für euch reinkriegt. Oder bei irgendwas diesen Groll mit
wie nennt man das, mit Alltagsglück ersetzt oder dem entgegenwirkt. Wir haben das Kreuzchen. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Weisheit, Klugheit und neue Ideen. Hier geht es ja um das Erkunden von neuen Möglichkeiten. Ich führe dich durch dunkle Zeiten deines Lebens und unterstütze dich bei der Bewältigung verborgener Ängste. Das hatten wir hier schon, ne? Hier kann irgendwas auftauchen, eine Konfrontation mit einem Schatten oder mit irgendeinem Thema, das stark emotionsgeladen ist. Aber gut, dafür ist es ja auch da. Wir sind ja nicht immer nur da, um alles zu verdrängen oder zu schlucken oder in uns hineinzufressen, sondern manchmal muss es eben auch raus. Und selbst da kann man den Bogen dann wieder rumkriegen. Ne? Was haben wir von den Engeln? Okay, erkunde deine Möglichkeiten. Ne? Und dann kommt der Engel des Abenteuers. Das Leben ist ein Abenteuer, das dir immer wieder neue Chancen bietet. Man muss sie nur sehen. Ergreife sie und schlage Wege ein, die dir schöne Erfahrungen bereiten werden. Bitte deinen Engel aufmerksam zu sein, dich auf diesem Weg zu begleiten und erforsche alles für dich Neue mit Mut und Begeisterung. Also da kann auch so die Angst sein, irgendetwas Neues zu kreieren. Wir sind ja in den Dingen, die wir täglich machen, immer gerne auch, ja, wie sagt man, gern dabei, weil wir uns sicher fühlen. Und hier geht es darum, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ich würde sagen, wir nehmen heute mal noch eine Merlin-Karte. Und dann schauen wir, was die uns noch zu sagen hat. Und wie gesagt, heute Mittag, 15 Uhr, Sonntags-Goodie, habe ich die Legungen für die einzelnen Themen. Da haben sich zwei umgedreht. Wir haben einstens den Feenspiegel. Da geht es tatsächlich, guckt euch das an, ne? So wie mit dem Mond, um eine tiefe Erkenntnis, um eine Stimmung, um eine Inspiration über die Seele. Das Bauchgefühl spricht mit einem. Und irgendwie möchte sich was zeigen, was in uns ausbreiten, über die Intuition, das uns einen tiefen Blick ermöglicht. Vielleicht auch in unsere eigene Gefühlswelt. Ja, und hier geht es mit dem Drachen auch um die Feuerkraft. Es geht um die Kraft, die man braucht, um wieder mehr Leidenschaft im Leben zu haben. Mit Feuer kann man ja ziemlich viel Kräfte lenken. Und jeder von uns hat auch eine bestimmte Feuerkraft und es geht darum, die eigene Feuerkraft so zu lenken, dass sie nicht gegen uns gerichtet ist, ne? Sondern dass man sie sinnvoll einsetzt. Möglicherweise wird dir auch hier klar, an welchen Dingen des Lebens du dich schon ein bisschen verbrannt hast, ne? Und jetzt in diese Position kommst, wieder zu gucken, wo fülle ich das wie auf. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis heute Mittag.